Ich glaube, gerade bei Nachhaltigkeit habe ich für mich vielleicht selbstkritisch gelernt, dass wenn wir auf bestimmte Probleme hinweisen und ich jetzt bestimmte Erkenntnisse aus der Klimaforschung zeigen würde oder der Biodiversitätsforschung und das einfach nur in den Raum stelle, das auch eine psychische Belastung sein kann, die nicht notwendigerweise mit einer Handlungsbefähigung verbunden ist, die im Zweifelsfall psychisch belastet und in eine Passivität führt. Also sowohl individuell als auch was den Beitrag der Studierenden später zur Veränderung der Gesellschaft einen negativen Effekt hat. Deswegen versuche ich jetzt mehr einzubinden mit noch offener Frage, ob das gelingt, auch Ebenen zu haben. Das kann man durch Online-Voting machen. Wie fühlt ihr euch gerade? Was sind eigentlich die Emotionen, die das gerade auslöst, um gegebenenfalls darüber sprechen zu können? Sehr unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe. Und wenn ich ein Problem darstelle, immer zu überlegen, was haben wir denn eigentlich an Instrumentarium, wo wir Werkzeuge zur Lösung bereitstellen können. Eigentlich nicht aufzuhören mit dem Problem, sondern wo liegt der nächste Schritt. Das ist manchmal einfacher und manchmal weniger einfach. Aber ich glaube, anzuerkennen, dass gerade bei Themen, die mit Identität, auch mit Zukunftserwartungen, junger Generation, Klima und so weiter zusammenzuhängen, dass Wissensvermittlung immer auch bei bestimmten Themen eine emotionale Komponente hat, wo auch Ängste eine Rolle spielen können, die man vielleicht auch aus Versehen aktiviert, wo man dann überlegen muss, wie man die in eine fruchtbare Dynamik überführen kann. Ich glaube, da lohnt es sich noch mehr nachzudenken, was wir da noch mehr tun können. Also da glaube ich, da freue ich mich auch, dass da auch von anderen da Lernerkenntnisse eingefügt werden. Ich glaube, da gibt es schon erste Erkenntnisse. Es gibt die Überlegung zum Beispiel in meinem Bereich, zusätzlich zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, also Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals, die auf eine Makroperspektive schauen, die Inner Development Goals in den Blick zu nehmen. Wir müssen eigentlich Resilienz, kritisches Denken, aber nicht nur kritisches Denken, sondern auch Purpose und psychische Resilienz gefördert werden, dass wir solche Aspekte auch in die Ausbildung mit reinnehmen. Weil systemische Veränderung auf der Makroebene, glaube ich, nicht zu trennen ist davon, dass wir auch Change Management bei unseren eigenen persönlichen Selbstbildern gegebenenfalls brauchen.